Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es speziell um den, wie ihr das wieder im Titel lesen konntet, Walnuss-Pulver-Strahlgerät zum Reinigen der Ansaugkanäle bzw. Ansaugtaktes. Ja, das Ganze ist von XXL Automotive bzw. Stahlmax zur Verfügung gestellt. Wir haben auch im Vorfeld schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Und zwar geht es hier speziell um das Thema Ansaugkanäle, die sehr gerne, besonders bei Diesel, verrußen. Das bedeutet, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Über das AGR-Ventil wird ja Abgas wieder in den Frischtrakt bzw. Ansaugtrakt mit beigeführt und da hat man das Problem, dass das Ganze ziemlich verrußt. Ich versuche mal so ein paar Bilder einzublenden, aber jeder, der mal selber geschraubt hat, kennt das, besonders bei Diesel, wie diese Ansaugkanäle immer kleiner werden und das Ganze verrußt und das Problem ist, wie kriegt man das Ganze wieder vernünftig sauber. Deswegen will ich einmal mit euch das Ganze hier einmal testen. Das ist ein extra Gerät, wo man mit Walnussgranulat, also kleine, werdet ihr gleich sehen, so kleine... So, hier kommen wir dann zu dem anderen Teil. So, hier ist dann einmal der Walnuss. So sieht das ganze Zeug aus. Ja, im Prinzip wird das eingesaugt, kommt hier wieder rein und rein theoretisch könnte man das durchsieben und wieder verwenden. Je nachdem, wie verdreckt das Ganze ist. Also es ist nicht so, dass ihr das die ganze Zeit nur verpulvert. So, ja, dann stellen wir und richten das Ganze mal ein bisschen ein. Ja, Druckluft kommt hier drauf. Und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum Walnuss? Weil es gibt, so wie ich das glaube ich kenne, es gibt die Möglichkeit, das mit Trockeneis zu machen und jetzt halt auch des Öfteren mit Walnuss. Und wo ist der Vorteil von Walnuss? Dass wenn es passiert, dass bei euch diese kleinen Körnchen reinfallen in den Verbrennungsraum, was nicht gut ist, wäre es in Klammern nicht so schlimm, wenn es nur eine geringe Menge ist, weil es dann quasi verbrennt. Ne? Und deswegen ja, gibt es dieses Gerät, was gleichzeitig strahlt und Walnuss auch gleichzeitig raussaugt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, nicht das Gerät kaufen und denken, ich kann jetzt einfach losschießen. Nein. Man muss trotzdem sehr viele Sachen beachten. Man muss an der Kurbelwelle drehen und den Zylinder, den man gerade freischießen möchte, muss man auch natürlich darauf achten, dass die Ventile zu sind. Deswegen ist es wirklich von Motor zu Motor spezifisch unterschiedlich, wie man das Ganze strahlt und wie man das Ganze behandelt. Deswegen meine Empfehlung, das natürlich mit 2 Personen zu machen. Ne? Weil es reicht nicht, dass man den Motor auf OT stellt und denkt, man kann jetzt jeden Zylinder einzeln durchschießen. Nein, so ist es nicht. Man muss Kurbelwelle immer weiter drehen, die anderen Kanäle zuhalten und immer weitermachen. Deswegen, wir werden in diesem Video euch nur ein bisschen mitnehmen, wie wir einen Zylinder durchschießen. Und da werde ich mal meine Meinung, mein Fazit dazu abgeben. Und worin ist noch der Vorteil von diesem Gerät, dass man die Ansaugbrücke bzw. den Zylinderkopf nicht ausbauen muss. Ne? Man kann das ganze Ansaugbrücke abbauen. Da haben wir ein separates Video zu gemacht. Durchschießen. Und Ansaugbrücke, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze sauber zu machen, werden wir aber in diesem Video nicht behandeln. Und wichtig ist es, dieses Gerät ist nur dafür da, um Alu- bzw. Guss-Ansaugbrücken sauber zu machen, bzw. Ansaugkanäle. Kunststoffansaugbrücken mit Drallklappen bitte nicht damit schießen, weil das Ganze sonst, Kunststoff kann alles kaputt gehen, da können Narben, Risse entstehen. Deswegen wirklich damit nur Aluminium, Guss, Blöcke quasi schießen, Ansaugkanäle schießen. Ich hole mal eben die Ansaugbrücke eben. Achso, wichtig, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Das Gerät ist nicht ganz günstig. Deswegen unten könnt ihr mit dem Rabattcode VITYAWOLF10 oder VITYAWOLF, wenn ihr auf den Link klickt, dann werdet ihr auf jeden Fall dahin geleitet, da kriegt ihr nochmal 10%, wenn ihr euch so ein Gerät anschaffen möchtet. Ich hatte den schon mal ausgepackt gehabt.
So, da sind die ganzen Schutzbrille, Adapter und Röhrchen ist auch dabei gewesen. Ja, damit ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen könnt. Man setzt das quasi drauf und schießt hier mit der Pistole durch. Ne? Hier kommt der Staubsauger drauf, da kommt das Röhrchen durch, da schießt man quasi mit. Das macht den Fokus nicht. So, hier schießt man und gleichzeitig saugt man ab. Da braucht man unterschiedliche Adapter für. So, das dazu. Schutzbrille ist klar. Hier sind die unterschiedlichen Adapter für, je nach Ansaugkanal. Ja, je nachdem, welche Ansaugkanalform ihr habt. So, laut Anleitung ist das hier Walnussgranulat 0,4 bis 0,5 mm. Irgendwo hingucken? Eigentlich nicht, wo das uns nicht stört. So, dann haben wir hier einmal Strom, ist klar, Druckluftanschluss, Adapter schon passend drauf. So, hier haben wir dann auch die Pistole. Also den Adapter können wir dann hier einmal schließen, öffnen zum Schießen. Genau, hier kommt quasi Druckluft und hier kommt Walnuss. So, und gleichzeitig müssen wir saugen. Hier ist dann quasi einmal der Anschluss. So. Ja Leute, und so kann das Ganze dann durchgeschossen werden. Ja, also es ist jetzt nicht die sauberste Arbeit, aber man kann ganz gut sauber arbeiten. Manchmal muss man den Staubsauger weglassen und dann direkt drauf schießen. Da kommt natürlich sehr, sehr viel Granulat entgegen und verteilt sich im kompletten Motorraum. Ist nicht so gut, aber manchmal geht es halt nicht anders. Ansonsten klappt es eigentlich ganz gut dran zu halten. Und ja, es ist wirklich von Motor zu Motor meiner Meinung nach unterschiedlich. Granulat bleibt unten ab und zu hängen, besonders wenn das Ganze richtig verkocht ist. Und mit dem Staubsauger kriegt man das jetzt nicht so gut rausgesaugt. Man muss ja den passenden Winkel treffen, dann zirkuliert das da und kommt auch alles raus. Oder mit einer gute, lange Druckluftpistole haben, reinpusten, dann kommt das Ganze schon raus. Wichtig, alles andere müsst ihr wie Kraftstoff, Einspritzdüsen, sämtliche Löcher müsst ihr mit Lappen irgendwie stopfen, Adapter zudecken, damit da wirklich kein Korn irgendwo reinfliegt, weil dann hat man die Arschkarte. Ja, wichtig, Schutzbrille tragen, weil das kommt schon ziemlich gut zurückgeschossen und wirklich wichtig, wir haben
auch mal mit weniger als 7 Bar ab und zu, wenn man die ganze Zeit am Schießen ist. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, einen guten Kompressor zu haben, dass ihr wirklich mindestens 7 Bar permanent anliegen habt, sonst kommt Granulat nicht über die Pistole durch und das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Ne, deswegen wichtig, einen guten Kompressor haben, eine gute Druckluftpistole mit einer Stange, dass ihr das Ganze rausfördern könnt. Ansonsten, wie gesagt, wir werden jetzt mal so ein paar Vorher-Nachher-Bilder einblenden und ja, gute halbe Stunde, 2 Kanäle bearbeitet. Das geht recht zügig und ja, ist jetzt auch nicht so dreckig hier geworden. Ja, mein Fazit, was ist mein Fazit dazu? Es klappt ganz gut, immer noch besser als, was willst du machen? Trockeneis schwierig zu besorgen und was gibt es denn noch für Alternativen? Es gibt im Prinzip keine anderen Alternativen. Außer das Ganze, wenn man anfängt, das Ganze zu kratzen, funktioniert auch nicht. Dann bleibt der Klumpen auch unten hängen. Und mit Walnuss ist schon eine sehr, sehr gute Alternative. Das Gerät hat bis jetzt, wir werden den natürlich des Längeren, des Öfters noch hier behalten und benutzen. Und BMW hat natürlich viel, viel mehr Probleme damit. Ja, also es klappt ganz gut. Es wäre vielleicht etwas geiler, wenn man noch ein paar andere Spitzen hätte. Nicht einfach nur immer hier so eine gerade Spitze, sondern wenn die ein bisschen gekrümmt wäre. Aber ich glaube, das wäre dann schwieriger mit dem Schießen. Dass das Granulat dann nicht so gut da durchgeschossen kommt, glaube ich. Ansonsten, ja. Eigentlich gibt es da nichts mehr zu sagen. Ja, wichtig, gut abdecken. Es schießt wunderbar durch. Schießt alles gut frei. Ja, wir müssen uns jetzt noch irgendwas überlegen mit der Ansaugbrücke, wie wir die Ansaugbrücke reinigen lassen oder Ansaugbrücke reinigen. Da wird auch noch ein spezielles Video zu folgen. Vielleicht auch erst in 2, 3, 4, 5 Monaten, bis wir da eine gute Alternative zu gefunden haben, was man euch auch anbieten könnte. Deswegen schreibt mir bitte alles unten zum Thema Ansaugkanäle reinigen, Ansaugbrücke reinigen. Alles bitte unten in die Kommentare. Und ja, ansonsten, Kauflink ist unten in der Videobeschreibung. Danke an XXL Automotive bzw. Stahlmax für dieses Gerät. Und falls ihr Fragen habt, ob wir das auch anbieten werden, ja, es wird irgendwann angeboten, dass wir auch für euch die Ansaugkanäle strahlen, nur noch nicht jetzt. Da wird ein separates Video zu kommen, welche Modelle wann, wie, wo, was, okay? Deswegen, wenn ihr diese Frage habt, bitte nicht auf Instagram sofort fragen, wann kann ich mein Auto vorbeibringen, Ansaugkanäle sauber machen, weil das dauert noch ein bisschen, bis das alles, okay? Das ist sowieso ein spezielles Fahrzeug, so ein Testfahrzeug, wo ich das Ganze alles testen kann. Aber speziell zu dem Gerät, alles gut, alles fein. Ja, Adapter ein bisschen fragwürdig, passen nicht immer 100%ig drauf, deswegen sind hier auch mehrere unterschiedliche, aber habt ihr im Video gesehen, dass ich mal so gehalten habe. Also es ist schon sehr universell gehalten. Ja, deswegen schreibt bitte alles unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Tschüss!